haben das neue Okapi von Schleich auf seinem langen Weg von Afrika bis in eure Kinderzimmer begleitet. Hier in Schwäbisch Gmünd beginnt heute seine Reise. Episode 1 – Der Entwurf. Ich bin schon ganz gespannt. Wie geht es denn jetzt los? Ja, dazu muss man erstmal wissen, wie so ein Okapi überhaupt aussieht. Also ich habe auch gedacht, es wäre grün und dick, so wie ein Oger mit Käppi. Deswegen muss man ja erstmal genau recherchieren. Ach so, ihr recherchiert erst mal? Bei uns wird gründlich Recherche betrieben. Wir suchen Bilder aus dem Internet, gucken uns auch Bücher an, studieren die Anatomie genau, weil uns sehr wichtig ist, dass wir eben so naturgetreu wie möglich das Tier nachher darstellen. Und dazu braucht man eine Menge Bilder. Das ist ja interessant. Und wie sehe ich nun genau aus? Im Marketing wird festgelegt, in welcher Pose das Tier dastehen soll, und nach der Pose suchen wir dann. Manchmal findet man nicht genau die Pose, die man haben möchte, und dann fertigt man auch mal eine Zeichnung an. Also in dem Fall habe ich eben kein Bild gefunden von dem Okapi, wie es so steht, ganz entspannt und locker durch die Gegend guckt, und deswegen habe ich da eine kleine Skizze angefertigt. Und wenn die Zeichnung dann fertig ist, dann erstellen wir noch ein Conceptboard, in dem festgelegt ist, wie groß die Figur nachher wird, die Pose und den Ausdruck und besondere Merkmale und auch die Fellstruktur. Also erst wenn wir uns ganz sicher sind, wie das Tier von oben und unten und von der Seite aussieht, dann fangen wir an, in das Modell zu gehen. Also mit dem kann man dann weiterarbeiten. Puh, da bin ich aber beruhigt. Das sieht ja schon viel besser aus. Ja, es sieht viel besser aus. Nicht grün und hässlich, sondern wunderschön, und es wird auch bald noch Gestalt annehmen. Das reimt sich auch. Episode 2 – Das Modell. Was passiert denn heute? Heute nimmt das Okapi Gestalt an. Dafür fertigen wir eine Form an. Also es wird erstmal aus Plastilin so ganz grob modelliert. Das ist genauso wie Knetmasse. Und das machen wir so, damit man eben gleich schon so die groben Proportionen hat, um nachher die ganzen Details anzulegen. Von diesem Plastilinmodell wird dann eine Silikonform gemacht, aus dem wir dann die Wachsfigur rausziehen, die dann eben auch noch sehr grob ist. An der wird dann gearbeitet, bis eben alle Details vorhanden sind. Aber warum gerade Wachs? Dieses Wachs nehmen wir, weil das sehr dankbar ist, das Material. Wenn was abbricht, dann kann man es einfach wieder dran machen, und man kann eben spanabhebend arbeiten, und man kann auch wieder was auftragen, wenn man zu viel abgenommen hat. Man kann viele Details noch erkennen, also Fellstrukturen und die Nüstern und die Augen und so weiter. Also man kann es sehr gut abbilden, und es lässt sich prima mit dem Silikon abformen, und deswegen arbeiten wir gern mit dem Wachs. Und wie lange dauert das alles? Bis das Modell fertig ist, kann ganz viel Zeit vergehen. 3 bis 4 Wochen sitzt man an so einem Modell, und allein die Fellstruktur, dafür braucht man schon 2 bis 3 Tage. Also es ist schon ganz schön viel Herzblut, was man da reinlegt in so eine Figur. Und deswegen kann man dann auch ganz stolz sein drauf, wenn es dann endlich fertig ist und weiter in die nächste Abteilung gehen darf. Episode 3 – Die Form. Was haben wir denn heute vor? Heute wollen wir mit der Produktion unseres Serienwerkzeuges für das Okapi beginnen. Und wie macht ihr das genau? Unser Okapi-Werkzeug besteht nachher aus 2 Werkzeughälften. Um diese 2 Werkzeughälften herzustellen, sind vorneweg verschiedene Arbeitsschritte nötig. Wir erhalten aus dem Produktdesign dieses Wachsmodell. Dieses Wachsmodell werden wir dann nachher in Silikon einformen, um hieraus wieder Kunstharzmodelle entnehmen zu können. Wieso das denn? Dieses Wachsmodell eignet sich nicht direkt für die Herstellung unserer beiden Werkzeughälften, da wir diese Werkzeughälften aus Metallguss herstellen, und bei Wachs geht das nicht. Aha. Und wie geht's dann weiter? Wenn wir dann dieses Kunstharzmodell haben, werden wir hieran unsere Trennlinien festlegen von den Werkzeughälften. Dieses wird dann nachher mit Knetmasse eingeformt.
gießen dann auf die eine Hälfte Silikon. Wenn dieses Silikon fertig ist, haben wir eine Negativ-Silikonform, auf diese wir dann wieder Gips aufgießen können. Wir erhalten dann eine Gipsform in Positiv vom Okapi und hier auf dieses Gips können wir dann unsere Metalllegierung mit 450 Grad aufgießen. Nach einer Abkühlphase von ca. 24 Stunden entnehmen wir diese Metalllegierung und zerstören diese Gipsform, um dann unsere Werkzeughälfte zu erhalten. Dieses müssen wir dann von beiden Seiten des Okapis machen. Sind beide Werkzeughälften fertig, übergeben wir diese unseren Graveuren und hier beginnt die eigentliche Sisyphusarbeit. Unsere Graveure überarbeiten die Werkzeughälften so lange, dass am fertigen Teil nachher keine Trennlinien mehr zu sehen sind und alle Feinheiten des Okapis herausgearbeitet sind. Wow. Und dann? Sind beide Werkzeughälften fertig überarbeitet, übergeben wir diese dann der Produktion zur Serienfertigung. Episode 4: Die Herstellung. Was machen wir heute? So, heute haben wir das Werkzeug aus dem Werkzeugbau bekommen, vom Okapi, und heute wollen wir es vervielfältigen. Cool, damit alle wissen, wie ich aussehe. Genau. So, dazu müssen wir dann das Werkzeug in die Spritzgussmaschine einbauen. Die Spritzgussmaschine mit Kunststoffgranulat füttern. Dieses erhitzen wir dann auf 180 Grad und spritzen es flüssig in das Werkzeug ein. Dann erfolgt eine kurze Abkühlphase. Wenn das Werkzeug dann öffnet, dann können wir unser Okapi entnehmen. Da dann das Okapi noch nicht ganz kalt ist, werden wir dieses in ein Wasserbad stellen müssen zur vollständigen Abkühlung. Im Anschluss noch auf eine kleine Kühlplatte und dann haben wir einen fertigen Rohling. Wie fertig? Aber ich bin doch noch ganz nackt. Das ändert sich dann im nächsten Schritt. Episode 5: Die Bemalung. Bekomme ich heute mein Fell? Ja, heute ist es endlich soweit. Juhu! Und wie machst du das? Ich bekomme hier eine Vorlage, damit ich natürlich sehe, wie du aussiehst. Und anhand von der mache ich ein weißes Modell zu einem bunten Modell. Toll. Und wie? Wir fangen als erstes an, mit einer Airbrush den ganzen weißen Artikel zu grundieren als Basis und setzen danach Schatten auf, ergänzen weiße Streifen. Dann kommen noch die weißen Schattierungen hier an den Beinen oder im Gesicht dazu. Und zum Schluss folgen die Details im Gesicht. Was verwendest du denn für die Bemalung? Den einheitlichen braunen Look grundieren wir komplett mit einer Airbrush. Wird einfach gleichmäßig aufgesprüht. Und bei diesem zweiten hier, da werden dann die Schatten fein gesetzt mit einer dunkelbraunen bis schwarzen Farbe, auch mit der Airbrush. Und die weißen Streifen, die werden dann mit dem Pinsel ergänzt. An den Füßen oder am Gesicht, die weißen Schatten ergänze ich ebenfalls mit der Airbrush. Und das Auge ganz schön mit dem Pinsel. Das machst du bei jeder Figur? Also ich mache hier den Prototypen und das dient sozusagen als Vorlage für unsere Lieferanten, damit die in der Produktion
das Okapi nach deinem Aussehen nachstellen können. Deswegen muss unser Muster als Vorgabe natürlich perfekt sein. Na klar. Und wie lange brauchst du dafür? Das dauert ungefähr so einen halben Tag und da ist dann alles dabei, auch die Trocknungszeiten und wie viel Zeit ich für die Bemalschritte an sich brauche. Und nach einem halben Tag siehst du von hier nach da einen großen Unterschied.